Wenn wir über Horror in Videospielen sprechen, dann reden wir meistens über Atmosphäre, über Sounddesign oder über das Design der Monster. Wir vergessen dabei aber vielleicht oft die wichtigste Variable in dieser Gleichung, nämlich uns selbst. Denn Angst ist, wenn man sie mal mechanisch betrachtet, ja eigentlich eine endliche Ressource. Sie ist ein Gefühl, das sich abnutzt und das wie ein Muskel ermüdet, wenn man ihn zu lange anspannt. Und genau dazu gibt es auch ein Gesetz im Game Design, das besagt, je mächtiger der Spieler wird, desto mehr verflüchtigt sich auch oft der Horror. Aus der Panik um das Überleben wird also irgendwann zwangsläufig eine Kalkulation von Ressourcen. Und genau hier liegt auch die Schwierigkeit, die Resident Evil hat. Seit nunmehr 30 Jahren kämpft Capcom nämlich oft genau gegen dieses Gesetz an und wir haben beobachtet, wie sie ihre Protagonisten und verängstigten Zivilisten auch oft zu hochtrainierten Supersoldaten transformierten, nur um dann festzustellen, dass mit der Kompetenz der Charaktere vielleicht auch die Angst der Spieler stirbt. Das Franchise steckt also vielleicht in einem ewigen Kreislauf. Auf den Horror folgt die Action, auf die Action folgt die Eskalation und wenn es dann zu absurd wird, dann muss, wie jetzt in Requiem, der harte Reset her. Doch was ist, wenn die Lösung für dieses Dilemma nicht darin läge, sich für eine Seite zu entscheiden? Was ist, wenn man den Spieler nicht entweder mächtig oder hilflos macht, sondern einfach nur beides gleichzeitig? Naja, mit Resident Evil Requiem wagt Capcom jetzt genau dieses Experiment, das auf dem Papier wie ein Widerspruch klingt, aber bei genauerer Betrachtung vielleicht der genialste Designkniff der Seriengeschichte sein könnte. Sie wollen nämlich den Fluch der Kompetenz brechen, indem sie ihn einfach akzeptieren. In diesem Video möchte ich deshalb mit euch nicht nur schauen, was uns der Teil spielerisch gibt, sondern wir müssen auch analysieren, warum dieser radikale Schritt vielleicht die einzige Möglichkeit ist, ein 30 Jahre altes Horror-Franchise vor der eigenen Bedeutungslosigkeit zu retten, denn manchmal muss man sich vielleicht erst sicher fühlen, um zu verstehen, wie schrecklich die Angst wirklich ist. Also, legen wir los! Um erstmal zu verstehen, warum Requiem aber jetzt so ein gewagter Schritt ist, müssen wir vielleicht erstmal untersuchen, woran das Franchise eigentlich krankt, in Anführungszeichen, oder uns vielmehr diesen Zyklus der Macht mal anschauen. Als 1996 das erste Resident Evil erschien, basierte der Horror nämlich fast ausschließlich auf unserer Inkompetenz. Die Panzersteuerung, die festen Kamerawinkel, die uns die Sicht raubten, das extrem begrenzte Inventar, all das waren halt Designentscheidungen, die uns künstlich schwach hielten, aber das machte auch irgendwie den Charme aus. Wir waren also Elite-Polizisten des Stars-Teams, aber wir fühlten uns schnell wie Beute, weil jeder Schuss eine Entscheidung und jeder Schritt in einen unbeleuchteten Flur eine Überwindung war. Dieser Zustand lässt sich in einer fortlaufenden Serie aber eben nicht konservieren, weil sich auch Capcom über die Jahre weiterentwickeln musste. Mit jedem Teil lernten wir also auch dazu, wir verstanden die Regeln der Welt und auch die Entwickler dachten, wie schon gesagt, sie müssten dem Massenmarkt folgen. Der erste große Wendepunkt war bei diesem Gedanken dann Resident Evil 4, denn hier schuf Shinji Mikami als Director zwar ein Meisterwerk, das das Genre revolutionierte, aber es tötete eben auch schleichend den Horror. Leon S. Kennedy war hier nämlich kein Opfer mehr, sondern ein Actionheld, der One-Liner riss und Gegner mit Wrestling-Moves auf den Boden der Tatsachen brachte. Nach der Veröffentlichung von Resident Evil 4 hatte Capcom daher auch wirtschaftlich eine korrekte Erkenntnis, indem sie behaupteten, dass echter Survival-Horror nicht für den Massenmarkt skaliert. Und auch Produzent Masahiko Kawata sagte es 2012 ganz offen, nämlich sei der Markt für klassischen Horror schlichtweg zu klein. Viele Leute wollten wohl Dominanz und eben keine Hilflosigkeit. Das unvermeidbare Ergebnis aus dieser vielleicht verständlichen, aber eben womöglich nicht wohltuenden Erkenntnis war dann aber Resident Evil 6, das bis heute als der absolute Tiefpunkt gilt. Mal anders betrachtet war es aber vielleicht nur die logische Konsequenz der Eskalation. Denn wenn man die Angst immer weiter durch Spektakel ersetzt, obwohl sie vorher von so vielen geliebt und sich von so vielen auch weiter gewünscht wurde, landet man im schlimmsten Fall vielleicht irgendwann bei Explosionen im Michael-Bay-Stil, wie das schon 4 oder auch Dead Space hinter sich haben. Das Spiel litt gleichzeitig aber auch unter einer sogenannten ludonarrativen Dissonanz, also einem Widerspruch zwischen der Spielmechanik und der begleitenden Erzählung. Die Geschichte erzählte uns nämlich vom Untergang der Welt, aber das Gameplay vermittelte uns, dass wir unverwundbare Götter sind, die Zombies im Vorbeigehen umtreten. Genau deshalb nannten es Kritikerinnen und Kritiker vielleicht auch ein Actionspiel, das die Haut eines Horrorspiels nur trägt.
Auch aus diesem Grund zog Capcom dann auch erstmal die Notbremse und drückte mit Resident Evil 7 voll auf den Reset-Knopf, was dann auch voll funktionierte, weil sie uns eben wieder alles wegnahmen. Ethan Winters war ein Niemand oder eine laufende Kamera, wie die Entwickler es nannten, und die Ego-Perspektive zwang uns die Verletzlichkeit förmlich auf, weil wir dadurch halt auch noch durch seine Augen sehen mussten. Und auch wenn Resident Evil 7 im Kern ein absolutes Horrorerlebnis war und bis heute ist, ich habe mir selbst in die Hose gemacht, schlug selbst hier in der späteren Erschaffung einer neuen Trilogie der Zyklus auch sofort wieder zu. Denn schon im direkten Nachfolger Village entwickelte sich Ethan nämlich vom Gejagten zum Jäger und im letzten Drittel mähten wir sogar als Chris Redfield Werwölfe mit dem Sturmgewehr nieder. Obwohl diese Verläufe von der Story auch schon im Vorgänger schlüssig erklärt und meiner Meinung nach auch gut umgesetzt waren, sind wir hier also trotzdem wieder etwas mächtiger geworden, auch wenn wir immer wieder ein Stück zurückgeworfen wurden. Und das ist der entscheidende Punkt, den wir eventuell verstehen müssen, nämlich gibt es einen sogenannten Tipping Point, also Kipppunkt im Horror. Sobald der Spieler oder auch bei Filmen die Figur die Mechanik durchschaut hat und ihr Inventar voll ist, verwandelt sich Angst vielleicht eher in Arbeit. Wir fürchten also spätestens dann nicht mehr um unser Leben, sondern optimieren nur noch unsere Effizienz und genau an diesem Punkt, da stirbt dann halt der Horror. Aber wie genau macht Resident Evil Requiem das denn jetzt besser und rettet dieser einfache Kniff wirklich die gesamte Reihe? Naja, die Antwort ist faszinierend, weil sie eventuell beides vereint. Capcom als Entwickler hat nämlich augenscheinlich realisiert, dass Figuren wie Leon S. Kennedy für echten Horror eventuell schon etwas verbrannt sind. Sie sind halt zu kompetent oder zu erfahren und ein Leon, der nach Raccoon City, Spanien und China immer noch vor einem einzelnen Zombie zittert, wirkt dann vielleicht auch unglaubwürdig. Director Koshi Nakanishi gab sogar zu, dass sie versucht haben, ein Horrorspiel mit Leon zu machen, aber ein schüchterner Leon funktionierte einfach nicht. Und die Fans wiederum wollten aber auch den Actionhelden, weshalb es schwer ist, das beides zu vereinen. Anstatt Leon also jetzt künstlich zu schwächen, macht Requiem ihn einfach stärker denn je und stellt ihm gleichzeitig eine völlig neue Figur als Kontrast gegenüber. Nämlich Grace Ashcroft, die Capcom bewusst als Einsteigerblick nutzt. Sie kennt den Raccoon City-Überfall nur über ihre Mutter, während Leon an den Ursprung seines Traumas zurückkehrt. Das Konzept dahinter soll sich dann vielleicht nach Tension and Release, also Spannung und Erlösung benennen und vielleicht auch so anfühlen. Grace ist dabei also der pure Stress und als junge FBI-Analystin, die zum ersten Mal mit einem Biohazard-Vorfall konfrontiert wird, ist sie nicht nur keine Soldatin, sondern es ist vielleicht auch verständlich, dass sie da ein bisschen Angst hat. Wenn wir Grace spielen, sehen wir dazu auch noch in der Ego-Perspektive, die wir wählen können, wie ihre Hände zittern, wenn sie die Waffe hebt und hören, wie ihr Atem stoßweise geht, wenn sie Panik bekommt, weil das ja auch verdammt gruselig ist, wenn da auf einmal so ein Vieh wie hier auftaucht. Sie kann also zwar kämpfen, aber kaum und auch kaum ausweichen, weil sie technisch gesehen ja keine Erfahrung mit all dem hat und ihre Todesanimationen sollen auch grausam detailliert sein, um uns die Konsequenz des Scheiterns dann noch deutlicher spüren zu lassen. Glaubt mir, das weiß ich aus Erfahrung, weil ich mir die leider zu oft ansehen musste. Und dann, wenn die Anspannung fast unerträglich ist und man eigentlich nur noch eine Baldrian nehmen will, wechselt das Spiel zu Leon, für den der Albtraum, den Grace gerade durchlebt hat, stattdessen so ein bisschen wie so ein Freizeitpark wirkt oder, wie er das im Spiel wortwörtlich sagt, nur ein weiterer Dienstag. Auch wenn das Spiel dadurch nicht unbedingt leichter wird, gerade wenn man mit Horden von Zombies oder großen Bossen konfrontiert wird, ist das trotzdem der psychologische Trick. Denn wenn Grace von einem übermächtigen Stalker durch dunkle Korridore gejagt wird, empfinden wir echten Terror. Wenn Leon stattdessen denselben Stalker später mit der Magnum wegbläst, empfinden wir Genugtuung, weil wir es ihm endlich zeigen konnten. Das Risiko bei so einem Spieldesign ist aber gleichzeitig natürlich gigantisch. Wenn Leon nämlich zu oft eingreift, entwertet er die Bedrohung oder gerade wenn so eine Nemesis-Art Bedrohung mit 3 Schüssen liegt, ist das halt nicht mehr gruselig, sondern dann einfach nur noch ein Hindernis. Da die Balance bei Requiem meiner Meinung nach jedoch größtenteils stimmt, löst dieses Paradoxon das größte Problem des Genres, also die Abstumpfung, quasi gänzlich auf.
Grace nutzt sich nämlich als Charakter nicht sofort gänzlich ab, weil wir wissen, dass irgendwann wieder Rettung naht. Und Leon wird gleichzeitig nicht zur langweiligen Schießbude, weil wir wissen und vielleicht auch Angst davor haben, dass wir bald wieder machtlos sein werden. Es gibt sogar noch einen Twist, der dieses Bild nach und nach auf den Kopf stellt, aber dazu möchte ich noch nicht mehr verraten, da das sonst ein starker Spoiler wäre. Mit diesem einfachen Zusammenspiel haben wir jedoch mitunter die ultimative Metaebene des Horrors erreicht. Nämlich die Erkenntnis, dass die größte Gefahr nicht der Tod ist, sondern die Gewöhnung. Und doch reichen Charaktere allein meistens trotzdem nicht aus, um ein Spiel zu tragen. Der Horror muss nämlich auch in der Welt selbst manifestiert sein und dafür kehrt Requiem mitunter vielleicht an den ikonischsten Ort der Serie zurück, also Raccoon City. Wir haben hier allerdings natürlich keine Open World bekommen, sondern stattdessen klaustrophobische Räume, die alles andere als nach Stadt wirken. Damit das natürlich auch richtig gruselig wird. Und der zentrale Schauplatz ist eine alte medizinische Einrichtung, das Rhodes Hill Chronic Care Center, das sogar mit sogenannten Liminal Spaces, also Orten des Übergangs, bereichert wird, die zwischen Normalität und Wahnsinn schweben, und dort treffen wir auch auf Figuren wie Nathan Dempsey, Emily und den verdächtigen Victor Gideon, der früher auch T-Virus-Forschung bei Umbrella betrieben hat. Aber auch die Zombies, die diese Einrichtung liebevoll ihr Zuhause nennen, sind in Requiem nicht einfach nur wandelnde Zielscheiben, weil die Entwickler ihnen Gewohnheiten oder Erinnerungen aus dem früheren Leben gegeben haben. Ein untoter Hausmeister wischt also wirklich mechanisch weiter den blutverschmierten Boden, während er sich immer wieder den Kopf an den Spiegel stößt, und das kann man bei den unterschiedlichsten Personen sehr oft im Spielverlauf betrachten. Zudem nutzt das Spiel auch die Architektur gegen uns, weil es uns als Grace zum Beispiel regelmäßig zwingt, in den Stealth-Modus zu gehen. Wir müssen uns also unter OP-Tischen verstecken, in Lüftungsschächte kriechen und immer auf der Hut vor Geräuschen sein. Das hat mich auch stark an Alien Isolation oder die psychologische Dichte von Silent Hill erinnert. Und selbst die Standardgegner sind gefährlicher geworden, denn wenn Leon einem Zombie die Kettensäge aus der Hand schießt, ist die Gefahr nicht vorbei, weil ein anderer Zombie sie vielleicht sogar aufhebt und weitermacht. Die KI ist somit, auch wenn sie immer mal wieder, wie man das kennt, merkliche Aussetzer hat, oft unberechenbar, wenn alles richtig läuft, was bedeutet, dass wir uns nie sicher fühlen können, selbst wenn wir bewaffnet sind. Dazu können wir Gegnern aber jetzt auch Blut abzapfen, um daraus Munition oder Heilung zu craften. Das klingt im ersten Moment zwar ziemlich unlogisch oder fast schon magisch, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das neben dem typischen Heilkraut in den Serienteilen und mal davon abgesehen, dass das Spiel sowieso nicht sonderlich realistisch ist, hier aber auch eine tolle Risk versus Reward Mechanik. Dieses System zwingt uns nämlich zu einer ständigen Abwägung, indem wir uns fragen, will ich jetzt wirklich neue Munition herstellen? Dann muss ich nämlich den Konflikt suchen und den Zombie töten, was wiederum Munition kostet und Lärm verursacht. Oder schleiche ich mich doch lieber als Grace vorbei, dann spare ich mir die aktuellen Kugeln und bleibe unentdeckt, aber ich bekomme halt eben kein Blut, um meine Vorräte für den nächsten Bosskampf aufzustocken. Man muss sich also ständig entscheiden, ob man die Sicherheit im Hier und Jetzt nimmt oder in Ressourcen für die Zukunft investiert, und dieses permanente Mangelmanagement hält eben auch den Stresspegel oben, selbst wenn man eigentlich weiß, wie man zielt. Das verhindert dann auch, dass wir in den Autopilot-Modus schalten, den wir vielleicht noch aus Village oder Resident Evil 4 kennen. Und ja, das alles mit den Figuren und auch mit den Gameplay-Mechaniken, das mag alles ganz nett sein und hört sich hier aber vielleicht jetzt irgendwie wie ein Werbevideo an. Deswegen will ich natürlich auch noch die negativen Punkte aufzählen. Zwar wirkt die Story dieses Mal deutlich geerdeter, kann sich meiner Meinung nach aber nicht immer genau darauf einigen, an welchem Punkt sie jetzt zu welchem Charakter wechseln möchte. Und auch wenn der Wechsel an vielen Stellen super funktioniert, ist Leons Part im Gesamten doch recht groß geraten, weshalb der Horror an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Aber mal ehrlich, man kann sich trotzdem noch gut in die Hose machen, und mal abseits von diesen Punkten ist das Game aus meiner Sicht sein Erlebnis absolut wert. Resident Evil Requiem stand und steht deshalb jetzt trotzdem noch vor einer gewaltigen, fast schon historischen Aufgabe. Es muss jetzt nämlich auch nach diesem Teil wieder beweisen, dass Horror in einem langlebigen Franchise skalierbar ist, wenn man halt bereit ist, die Perspektive radikal zu wechseln.
Und dass Capcom hier versucht hat, zwei völlig unterschiedliche Spiele, also einen harten Survival-Horror und einen kompetenten Action-Shooter, in ein einziges Paket zu schnüren, das muss man ihnen erstmal hoch anrechnen. Wenn dieses Experiment allerdings langfristig scheitert, haben wir am Ende vielleicht ein Spiel, bei dem das anfangs gut funktioniert hat, dafür aber dann eine Fortsetzung mit einer Identitätskrise, bei dem sich die Action-Fans in den Grace-Passagen langweilen und die Horror-Fans in den Leon-Passagen genervt sind. Aber wenn es klappt, also wenn diese Balance aus Tension and Release wirklich greift, dann hat Capcom womöglich einen neuen Weg gefunden, den Fluch der Kompetenz vielleicht endgültig zu brechen und das Pendel zwischen Leon und Grace oder auch anderen Figuren mit genau den gleichen Mechaniken könnte das Modell Horror für die Zukunft des gesamten Genres sein. Es wäre dann sogar der Beweis dafür, dass Angst nicht linear verläuft, sondern Kontrast braucht und dass wir uns erst mächtig fühlen müssen, um die Hilflosigkeit wieder zu spüren und umgekehrt. Was die Zukunft gibt, werden wir wohl erst in ein paar Jahren sehen und dann werde ich wahrscheinlich nochmal auf dieses Video entweder gut oder schlecht zurückblicken. Aber bis dahin hat mich persönlich Resident Evil Requiem definitiv, wenn auch nicht nur positiv, überrascht. Und ich bin ebenfalls gespannt darauf, was da in Form von Fortsetzungen und DLCs noch auf uns wartet. Eines ist aber definitiv bereits jetzt sicher, denn Resident Evil hat womöglich wieder verstanden, dass es sich verändern muss, um nicht zu einem Relikt seiner selbst zu werden, und vielleicht ist das ja die wichtigste Lektion von allen, denn der Horror, der überlebt eben nur, wenn er mutiert. Aber wie ist das denn für euch? Seid ihr Fans von Resident Evil und gefällt euch der neue Ansatz, den das Franchise jetzt mit Requiem verfolgt? Oder geht ihr weiterhin skeptisch an die Nummer ran und wartet erst einmal, was jetzt in Sachen DLCs oder Nachfolger passiert? Und könnt ihr Horrorspiele wie Resident Evil überhaupt guten Gewissens spielen oder zuckt ihr oft zusammen und müsst euch lieber ein Let's Play angucken? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für eure Unterstützung und haut rein!